Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind auf W50 unterwegs und ich habe wie immer meine Alu schon durch für heute. Das heißt, ja, wir gehen wieder rein ins Dämonenportal. Vorher werde ich aber nochmal gucken, ich habe glaube ich noch mein Glücksrad offen. Da werden wir mal kurz rein lunsen. Und ja, finde ich eigentlich ganz gut so. Ich denke mal, das ist somit das Interessanteste, was man sich anschauen kann, immer vom Tage hier von W50 ist schon mehr oder weniger fast ein Tagebuch geworden hier, was ich hier auf W50 vollziehe. Ja. Und jo, genau, denn die Alu ist ja jetzt nicht so interessant, was aber ziemlich interessant das finde ich persönlich jetzt zum Zuschauen immer so das Dämonenportal, die Angriffe dort, wie das aussieht und wie weit man dort kommt. Ne, das ist immer so das Highlight des Tages. Und dann schauen wir mal rein. Gestern haben wir ja 1% wieder dazu bekommen. Heute sind wir hier vor einem neuen Gegner, ist ein Geschickgegner. Mal schauen, wie viel wir dem guten Kollegen abziehen können hier heute. Der wird natürlich nicht One-Hit. Die Portale werden jetzt natürlich auch immer stärker werden, das ist natürlich auch ganz klar. Ich hoffe natürlich immer noch, dass wir den in 2 Tagen immer down kriegen. Und wenn ich ein bisschen mehr reinkritte, dann könnte das auch was werden. Aber der weicht ziemlich viel aus, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe mal, ich komme so auf 60%, dass ich ihn morgen vielleicht down kriege. Der weicht so viel aus, das sieht nicht gut aus. Wir müssen noch mal vielleicht ein bisschen blocken. Wir blocken fast gar nicht. Ich glaube, wir haben einmal oder so geblockt jetzt. Viel zu wenig, ja, nicht geblockt, keine Crit-Treffer gemacht, war ein ganz schlechter Angriff gewesen hier im Dämonenportal. Das heißt, wir werden da, falls morgen nicht ein richtig krasser Versuch kommt, werden wir da das erste Mal 3 Tage dran hängen. Und ja, ich habe übrigens auch das letzte Pet hier gefunden, was ich finden kann, am Montag hier. Ne, das ist so das, was mir noch gefehlt hatte. Ansonsten sind jetzt nur noch die man sich halt, ja, jetzt ein bisschen durchpilzt halt, wenn ich jetzt ein bisschen weiterkommen würde mit meinen ganzen Pets hier. Ne? Hier können wir nochmal einen Try machen, hier haben wir einen Free Try, aber der sieht noch nicht so machbar aus. Ja, gestern haben wir ja ein bisschen hier was in der Unterwelt gemacht und heute habe ich mir gedacht, heute gehen wir mal in den Märchenturm rein und versuchen dort den letzten Gegner hier zu besiegen. Das Scharpünzel, ja, oder die Scharpünzel, ne? Der Turm, Etage 100 von 100. Wir hängen da jetzt schon, glaube ich, 2-3 Tage dran. Hab jetzt nicht extrem viele Pilze hier rein getried in den Gegner, aber ich würde ihn heute doch ganz gerne down kriegen. Das wäre schon ganz cool. Alleine dadurch, dass wir dann einfach mit dem Turm dann fertig sind und ja, wir ganz normal mit 100% questen können, also dass wir quasi die, ja, 100 Millionen, was sag ich, Digga, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt irgendwie, dass wir mit maximalen Boni questen können, so meine ich das, ja, dass wir endlich mal mit, ja, Maxed Out Runen, Märchenturm, Bonus und dann haben wir eigentlich alles, was wir so fürs Game brauchen, so, ne? Das Sammelalbum fehlt uns ja noch ein bisschen, aber das ist ja XP, ne? Wir haben die Runen, wir haben dann den Turmbonus so und dann, ja, können wir uns da auf jeden Fall erstmal zurücklehnen. Das wäre ganz cool, wenn das klappen würde. Ne? Und der Gegner lag ja jetzt die letzten Tage schon fast, deswegen würde ich mal sagen, stecken wir da ein paar Pilze rein. Ist eine Frage, ja, nicht der Zeit, sondern der Pilze, bis der hier liegt. Ne? Aber ich denke mal, der sollte machbar sein. Und dann haben wir hier auch mit dem Märchenturm schlussendlich keine Kopfschmerzen mehr. Und ja, wie gesagt, können dann in Ruhe mit ja, vollen Bonis dann durchquesten. So. Ich weiß nicht, wie gut die Tries schon sind. Wir kommen immer so auf, keine Ahnung, was waren das so hier in dem Bereich, 5 Millionen oder so, ne? Oh, da haben wir ihn endlich down. Na, siehste, geht doch. Geht doch. Klar, Scharpünzel, ja. Sehr nice. Wer hat hier den Damage gemacht? Oh, die Kunigunde hat hier reingecarried. Ja, und wir haben dann den Rest gemacht hier. Nice, haben wir den endlich auch down. Das ist sehr cool. Und jetzt haben wir die, ja, 100% hier auf den Märchenturm und damit auch in den Questen können wir dann auch ein bisschen besser abschneiden. So, ist sehr wichtig fürs Gold-Event, was dann ja, irgendwann mal wieder kommt.
Oh, und wir bekommen ein mega Upgrade hier für die Kunigunde. Plus 71 Stats. Unglaublich krass. Und der Märchenonkel, Märchenturm komplett bezwingen. Wir bekommen Achievement auch wieder freigeschaltet hier. Auch sehr nice, nimmt man natürlich auch mit. So, die Lebensenergie-Rune müssten wir aber noch tauschen, damit wir hier auch weiterhin die 15% Lebensenergie auf der Kunigunde haben. Ne, das ist natürlich sonst ein bisschen gewastet hier. So, und dann machen wir gleich die Steingewinnung raus. Hat hier auch schon ein paar schwarze Edelsteine. Ne, die schwarzen Edelsteine, die ich jetzt gefunden habe aus der Mine, die habe ich jetzt immer der Kunigunde gegeben, da die ja am meisten Potenzial von den Begleitern hat. Durch ihre Ausweichfähigkeit, denke ich mal, sind die hier am besten aufgehoben. Und ja, da sind teilweise Steine dabei, die sind schon besser als auf meinem Main. Aber ich hatte gedacht, ja, bevor ich hier plus 5, plus 6 Stat-Punkte mehr habe und dafür einen schwarzen Stein gegen einen schwarzen Stein tausche und damit einen schwarzen Stein ja komplett verschwende, gebe ich dann lieber den schwarzen Stein meiner Kunigunde. Und die kann dann damit ein bisschen mehr anfangen. Nice. Haben wir den auch endlich besiegt. Das ist sehr cool, da bin ich sehr froh. Und ja, jetzt sind wir mit den Dungeons wieder mit einem weiter durch hier. Ne? Jetzt ist nicht mehr so viel, was gehen würde. Ja, ich sag mal so, ich glaube, ich spare mir lieber die Pilze für, wie gesagt, weiterhin die Gebäudeskips auf, als irgendwie auf Krampf jetzt noch versuchen, irgendwelche Gegner hier zu besiegen, ja, wo man keine Ahnung, wie viele Pilze rein investieren muss. Ja, weiß ich nicht. Bringt halt auch nur temporär ein bisschen was, wenn man den Gegner hier besiegt. Ne? Und ja, ich muss generell mal schauen, wie es hier nach wieder aussieht. Zwecks der Dungeons, welcher als nächstes liegen würde. Ne? Nach wie vor würde sich natürlich immer noch am meisten lohnen, der Gegner hier in der Schattenwelt, so wie der Peter, der miese Peter, wegen umgedrehter Petemieser. Ne? Und die anderen sind halt einfach noch zu schwer und vom Verhältnis geben die auch noch viel zu wenig. Böser Jung könnte auch, ja, da sind Tries dabei, die sehen gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ne? Der könnte eventuell auch, ja, klappen, aber nee. Ein paar vielleicht noch. Wir gehen noch 10 Pilze noch runter. Oh, nice, okay, gut. Dann ist der auch down an der Stelle. Nice, nice, nice. Ja, gut, hat sich dann doch gelohnt. Oh, hier plus 62 auf den Gegenstand ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Gut, dann sockeln wir hier auch nochmal den Ring hier an der Stelle. Sehr cool, dann haben wir den auch noch gleich besiegt. Das ist sehr, sehr nice. Aber wir haben trotzdem noch die 15% Lebensboni. Das heißt, wir brauchen hier die Rune auch nicht wechseln. Was wir aber machen, ist natürlich die Steingewinnung. Ja, das freut mich. Also mit dem Gegner habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass wir den jetzt noch besiegen. Ich meine, der sah gut aus, wollte aber eigentlich gar nicht so viele Pilze da reinstecken. Und wir stehen wieder vor einem Intelligenzgegner hier, ja. Also das ist natürlich jetzt auch, ja, im Umkehrschluss könnte der tatsächlich auch fallen. Ja, weil, ja, Intelligenzgegner ist immer so eine Sache, ne? Also wenn sie halt nicht kritten und ich komplett durchkritte, dann könnte das tatsächlich gut werden, aber letzter Try und dann lassen wir es aber auch sein hier mit dem Gegner hier, ne? Und dann, wie gesagt, werden wir mal schauen. Oh, okay, nee, er darf nicht kritten. Ja gut, 2 Crits, dann ist schon zu spät, aber der theoretisch würde der auch liegen, aber ihr habt gesehen an dem Gegner davor, ja, der hat mir jetzt nicht so viel Erfahrung gegeben, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das nächste Projekt, was ich angreife, ist halt ja, in der Festung hier. Das ist, glaube ich, so das nächste, was ich hier machen werde, dass ich dann ein bisschen spare, die Pilze, und dafür dann halt die Festung ein bisschen früher hochjage, anstatt noch weiter in die Dungeons reinzugehen. Viele Verbesserungen kann ich sowieso nicht mehr großartig machen. Wir können noch hier noch das Gildenpad angreifen und noch das Dämonenportal. So, und ja, dann soll es das auch erstmal für die Folge soweit heute wieder gewesen sein. Es sei denn, wir haben noch den Hütchenspieler. Ne, wir haben heute, glaube ich, jetzt soweit alles erledigt. Arena-Klopper können wir noch machen. Hier noch ein Kampf hier noch. Zack. So, haben wir das noch. Arena-Manager, zeitlos. Nö. Die Zeitmaschine spare ich mir mal auf, so falls man mal irgendwie ja, Geldnot hat hier, Goldnot besser gesagt, oder kurz vor einem Level absteht und das nicht mehr zusammenbekommt, dann spare ich mir immer die Zeitmaschine auf, ist, denke ich mal, nicht so verkehrt.
Und ja, sehr cool. Wir haben gute Upgrades bekommen. Hier der Bertram hat einen schönen Ring bekommen und die Kunigunde auch wieder ein schönes Item. Das heißt, Chancen stehen jetzt wieder mal ein bisschen besser, vielleicht hier auch in der Schattenwelt den Gegner hier zu besiegen, ne? Wodurch wir auch theoretisch fast wieder vielleicht ein Level-Up zusammenbekommen könnten. Boah. Knappe Tries. Knappe Tries. Ja, vielleicht machen wir morgen noch ein paar Dungeon Tries. Mal schauen. Wir gucken mal. Wir lassen uns überraschen. Ja, aber das soll es erstmal soweit gewesen sein. Wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Und ja, das war's soweit. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.